Bisschen näher zusammen, Kollegen. Ja. Komm rein, kuscheln, Ja. kuscheln. Ja, danke. Also, guten Morgen. Wir sind in der Stadt Ulja-Astay, wo wir gestern, wie gesagt, Energie tanken konnten, uns duschen und ein bisschen erholen konnten. Wie geht es euch heute, Peter? Ja, gestern ging es mir nicht so gut. Anscheinend waren die Wanderaktivitäten der vergangenen Tage ein bisschen zu viel für meine Erkältung, die ja schon im Heilungsprozess war. Gestern nochmal voll durchgeschlagen, aber die Nacht heute war bequem und ich glaube, ich konnte den Virus, Bakterien, die Bakterien oder auch was es immer war, herausschwitzen und hoffe, dass ich heute wieder wandern kann und nochmal denselben Fehler begehen kann. Du willst es dir richtig geben, Peter, ne? Ja, genau, ich will meinen Körper stählen. Okay. So, ja, guten Morgen erstmal. Okay, so wie gesagt, okay, wir sind auch gestern Abend oder Nachmittag beziehungsweise in Uleiste angekommen. Okay, wir sind jetzt in einer der guten Hotels im Uleiste, haben uns gut erholt. Ich glaube, wir haben jetzt auch genug Energie eingetankt für heutige Wanderung. Aber ich freue mich auf den Dayanberg. Okay. Mogi. Oh, mir geht's guten Morgen. Ja. Mir geht's auch gut. Ja, so frisch, gestern frisch geduscht, also und sehr viel Energie getankt. Also momentan fühle ich mich ganz fit. Also ja, und heutige Ziel, wir werden eigentlich diese sogenannte Heilige Berg Otrantenger, ja. Aber es ist eigentlich ein bisschen weit, deswegen wir haben entschieden, also nach westliche Seiten gibt es noch einen Berg, auch Höheberg Dayang heißt das. Wir fahren dahin und machen einen Tagesausflug und wandern wir da. Gut, es hört sich sehr gut an. Ja. Gut, dann haben wir alles gesagt, denke ich, und dann können wir fahren. Ja. Okay. Gut. Wir sind die ganze Zeit entlang des Bogt-Flusses gefahren und an einem Ort angekommen, wo es einen Wasserfall und ein Wasserkraftwerk geben soll.
Alles, was Mogi für mich herausfinden konnte, sind folgende Informationen. Das ist ein staatlich gebautes Wasserkraftwerk, dessen Anlagen in 2005 mit Unterstützung der Deutschen komplett erneuert wurden. Dieses Wasserkraftwerk soll mit maximaler Kapazität von 2000 Kilowatt die Provinzhauptstadt Uliastai versorgen. Allerdings nur in Monaten Juni und Juli. Ob sich das rentiert? Keine Ahnung. Außer den genannten Eckpunkten findet man im Internet keine weiteren Informationen. Plötzlich geht es nicht mehr weiter. Der Angestellte vom Wasserkraftwerk hat uns gesagt, dass wir zuerst über einen Pass fahren müssen, um zum Berg Dayan zu gelangen. Tja, hier sind wir falsch. Wir entscheiden uns nicht umzudrehen, sondern das Auto hier zu lassen und den schmalen Pfad hochzuwandern. Ja, hast du schon alles, ja. Was willst du mit dem Messer? Ich habe nur ein bisschen sauber gemacht. Peter, unser erster Schnee. Sehr, sehr schön. Danke euch, ihr habt ja gute Filme gefunden. Übrigens, der Plan war heute wieder zu zelten. Irgendwie spüre ich, dass alle, einschließlich mich, jetzt nicht unbedingt den entsprechenden Grad an Motivation dafür haben. Wir steigen wieder ab, aber nicht den Weg, den wir gekommen sind. Agi will unbedingt abkürzen und führt uns auf einer imaginären Diagonale zum Auto hinunter. Wo ist das Auto? Ich weiß, es ist einsam geworden und hat sich entschieden, zurück in die Stadt zu fahren.
dorthin, wo es viele andere Autos gibt. Das Auto ist uns doch treu geblieben und hat auf uns die ganze Zeit dort gewartet, wo wir es gelassen haben. Alles gut? Ja, bei dir? Haben wir Gott sei Dank so ein Auto gefunden. Na gut. Aber jetzt muss ich schon aufpassen. Es ist sehr So, meine lieben Kameraden, was ist der Plan jetzt? Mogi, komm bitte zum Vorschein. Ja, also Komm bitte näher, Mogi. das Wetter sieht sehr schlecht aus. Also das heißt, heute um 10. ist es nicht so gut geeignet. Also mein Plan ist, wir werden heute wieder zurück in die Vergangenheit. Also das heißt, das heißt, in Provinz auch fahren wir zur Provinzstadt Oleste. Oleste. Ja. Peter, wie geht es dir? Mein Plan ist einfach erstmal trockene Füße zu bekommen. Das ist ein nicht kurzfristiger Plan, aber sehr wichtig. Agi, Ja, von mir aus. Risiko eingehen hier zelten geht auch. Es wird ein bisschen kalt sein, ansonsten ist auch alles, ich bin für alles da. und die Straße wird schon etwas rutschiger sein. Ja, es ist sehr rutschig sein. Und ich muss deswegen, okay, beim Fahren muss ich schon aufpassen und langsam fahren. Na gut, dann Wir geben uns wetterbedingt geschlagen, Alex. Ne? so. ja, Wintereinbruch. Plötzlich. Gestern waren es noch, wie viel? 20? 25 Grad. 25 Grad und heute sind es ja unter 0 oder knapp 0 und es schneit. So. Ist mir die Socke da unter den Sitz gerutscht. So, wir haben Zimmer. Genau dasselbe Zimmer wie gestern. Genau dasselbe Zimmer. Wir wollten tauschen vielleicht unsere Räume. Hier 304, wir 305. Oder wollt ihr nicht? Mir ist egal, ja. Danke, Mogi. Bitte schön. Musik und Drama. Ja, geschäftlich, gewerblich unterwegs. Gewerblich. Guck, Peter. Ja, Menschenstein. Liechtenstein. Aber das ist fake, oder? Es konnte original sein, wirklich. Weil das ist so eine rechte Seite kaputt und sowas. So Steht bauen. doch nicht einfach so rum. Der originale Stein konnte hier gebracht sein. Das ist sogar ein Museum, deswegen konnte auch original sein. Mhm. Ja, ja, das ist die Wirbel. Koreanisches Essen hier heute. Kaninchen, sehr süß, ne?
Das sind die, Peter, das sind die 12 Sternzeichen. Hahn, Hund, ne? Ah ja, die. Affe. Ich habe den Agi gerade gefragt, ob er auch weiß, wohin läuft. Suivan kennen wir ja schon, ne? Brot habe ich dich bestellt. Die haben nur 8 Stück. Also, ja. Aber wir haben andere Essen bestellt. Also Okay. für dich nur 8 Stück. Okay, dann. Willst du noch mehr haben vielleicht? Ja, Eiersalat. Salat hast du, aber das reicht. bist du dann satt? Okay, und dann ein Tee bitte. Ein Tee. Tee, hast du Tee? Ja, Tee. Lipton. Du, Und Lipton Chai? Nein, Слада учил. Энд альбиур ооштой тай мэдаа. Тэр липтэн цай биш тэр биш. Слада липтэн. Хоёул зүтгэж. Was ist ein Bordell? Bordell? Wo? Bordell? Burdell. Was ist denn ein Bordell? Ja, Leute, das war trotzdem ein spannender Tag, oder? Bin vollständig bei dir. Es war wie vorgezogene Weihnachten. Es hat geschneit. Überraschend. Hat uns auch wieder in den Luxus getrieben ins Hotel. Und weiter unseren Plan hat ACTA legen lassen, zelten zu gehen. Aber ich glaube, es war zu kalt. Das war die richtige Entscheidung. Ja. Hat es dir Spaß gemacht, das Auto zu suchen? Ja, mehr oder weniger weise, aber zu wandern ist auf jeden Fall schön, vor allem beim Schnee. Nicht für mich, oder? Das ist die große Gemüsesuppe. Das ist die kleine Gemüsesuppe. Genau. Ja. Dann sind wir teilweise ein bisschen in der Wahl ein bisschen verlaufen und dann, Gott sei Dank, haben wir das unser Auto gefunden. Ja. Na, es war eigentlich in Ordnung, wenn wir auch gezeltet hätten. Und es war gut, okay, es wird ja auch ein bisschen so kalt und geschneit sein, aber es wäre auch in Ordnung gewesen. Persönlich viel Spaß gehabt heute. Ja, also ich habe auch so viel Spaß gehabt. Auf dem Berg auch ein bisschen aufsteigen und mit meine gute Freunde zusammen. Also leider habe ich keine zweite Schuhe dabei gehabt. Das habe ich einen großen Fehler. Also das habe ich gerade erfahren. Und Schuhe ist nass, also konnte nicht jetzt schnell trocknen, aber kein Problem. Morgen wird wieder trocken sein. Ja. Und dann erzähle ich. Ja, das ist der Bus für dich. 8 Stück sollte es sein. Wow. Mahlzeit. Ja, also, das ist eine Amerika und ein Russland und Mongolei zu tun. Also, ja. Es ist einmal Amerikaner haben also in die Erde also so eine Bohrung gemacht, also versteht ihr, Bohrung, ja? Die haben 15.000 Kilometer, also 15.000 Kilometer, also haben die gebohrt und haben die dann eine Glasfaser entdeckt. Das heißt, Historiker und Paläontologen sind gekommen und haben die gesagt, oh, 15.000 Jahre sind Amerikaner also Internet gehabt, ja, haben die gesagt. Und dann die Russen sind an der Reihe und die Russen haben 25.000 Kilometer in die Erde gebohrt und dann haben die so eine Kabel gefunden. Ja. Das heißt, von 25.000 Jahren die Russen hatten ein Kabelfernsehen gehabt. Die Historiker und die Paläontologen haben nicht erklärt. Und dann Mongolen sind an der Reihe, also die wollen noch mehr, ja. 50.000 Kilometer haben die in die
Erde gelocht, nichts gefunden, das gar nichts. Die Historiker, Paläontologen sind gekommen, oh, die Mongolen haben damals Wireless gehabt, WLAN gehabt. So war das. Ah, der war gut. Der war echt gut.